Hallo, mein Name ist Birger Nispel. Ich möchte dir kurz erklären, warum ich bei Germany's Next Speaker Star mitmache. Denn ich habe eine Botschaft und diese Botschaft zurückzuhalten käme gleich mit unterlassener Hilfeleistung. Vielleicht spürst du es auch. Die Menschen da draußen, die haben sich verändert in den letzten Jahren, sind gereizter, lauter, aggressiver, im Alltag, im Beruf, im Straßenverkehr, ja sogar im Supermarkt. Ich bin Unternehmer, also selbstständig. Es wird immer von Fortschritt gesprochen, aber die Zeiten werden härter. Durch viel Bürokratie, immer neue und höhere Anforderungen und die Kunden werden immer kritischer. Denn Kunden sind Menschen und die Menschen haben sich verändert. Viele fühlen sich innerlich leer und sind frustriert. Sie suchen Erfüllung, doch sie suchen die Erfüllung ausschließlich im Außen, in mehr Umsatz, mehr Geld, in Wohlstand und dafür muss immer mehr gemacht werden. Es gibt immer mehr längere und größere To-Do-Listen. Und das Ergebnis? Unzufriedenheit, Erschöpfung, Frustration. Oft ein Gefühl, dass da draußen etwas fehlt. Aber das, was wirklich fehlt, das ist im Innern, nicht das Außen. Ich war viele Jahre Teil dieses Systems als Unternehmer und Führungskraft. Aber etwas hat sich in mir verändert. Und zwar, als ich begann, mich 2014 mit der japanischen Mentalität zu beschäftigen. Als ich das erste Mal aus Japan wiederkam, hat mich meine Frau gefragt: Birger, was ist denn mit dir passiert? Ja, wenn du deine Ohren nicht im Weg hättest, dann könntest du im Kreis lachen. Was ist denn in den 4 Tagen passiert? Jeder, den ich kenne, der das erste Mal aus Japan kommt, berichtet mir dasselbe. Und ich bin mir sicher, auch du kennst jemanden, der total begeistert war und euphorisch davon berichtet hat, wie toll es in Japan war, richtig? Denk mal nach. Und es kann kein anderes Ziel geben als das, dass deine Kunden ein ebenso begeistertes Grinsen im Gesicht haben, wenn sie gerade eben mit dir zu tun gehabt haben, wie die Menschen, die gerade eben aus Japan zurückgekehrt sind. Ich erzähle dir jetzt mal, wie es bei mir war. In Japan habe ich etwas entdeckt, das in Deutschland kaum mehr greifbar ist. Höflichkeit, Ruhe, Würde, Disziplin, aber vor allem eine stille, tiefe Lebensfreude. Nicht laut, nicht aufgesetzt, sondern echt. Und das Erstaunliche, diese Haltung ist nicht nur kulturell, sie ist erlernbar, sie ist übertragbar, sie ist ein Gamechanger für jedes Unternehmen und für jeden Menschen. Denn Menschen, die innerlich stark, gelassen und klar sind, strahlen etwas aus. Etwas, das man nicht kaufen kann. Etwas, das Kunden anzieht und das Mitarbeiter inspiriert, Chancen öffnet. Eine leise Kraft, die innere Stärke bringt. Das bewirkt eine magnetische Ausstrahlung. Und genau das vermittle ich heute. Ich helfe selbstständigen Unternehmern, sich neu zu positionieren. Nicht durch lautere Werbung, sondern durch eine innere Haltung. Nicht durch mehr Druck, sondern durch Klarheit, durch Sinn, durch echte Verbindung. Ich zeige, wie japanische Prinzipien, um nur 3 oder 4 zu nennen, Ikigai, Bushido, Kintsugi und Kaizen, die dich, die dich zu dem machen, das du tief in dir trägst, aber vielleicht schon vergessen hast. Ein Mensch mit Wirkung, mit Würde, mit einer Stimme, der man zuhört. Und wenn du so bist, dann wird auch dein Unternehmen so sein, wie im Kleinen, so im Großen. Und du wirst dich ganz anders präsentieren und darstellen. Und jetzt mal ehrlich und Hand aufs Herz. Ist es nicht das, was deine Kunden wirklich, wirklich wollen? Sind deine Kunden nicht auf der Suche nach einer sehnsüchtigen Verlangen, nach Energie, die sie bei anderen nicht finden? Warum sollten sie diese denn nicht bei dir finden? Und genau deshalb bewerbe ich mich hier bei Germany's Next Speaker Star. Nicht um mich zu feiern, sondern weil ich glaube, nein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass diese Botschaft raus muss. Gerade jetzt. Und falls morgen der Hammer fällt, dann will ich nicht sagen, hätte ich mal. Weil unsere Gesellschaft nicht noch mehr Geschwindigkeit braucht, sondern mehr Tiefe, weil wir keine weiteren Erfolgsformeln brauchen, sondern neue Energie. Wenn wir alles so weitermachen wie bisher, bekommen wir auch das, was wir bisher bekommen haben,
mehr Druck, mehr Aufgaben, längere To-Do-Listen, mehr Bürokratie, noch schwierigere Verhältnisse für Unternehmen. Du kennst es selber. Und weil Erfolg und damit dein Glück nicht im Außen beginnt, sondern mit dem Mut zur Veränderung im Inneren, darum mache ich das hier. Wenn du spürst, dass diese Worte etwas in dir auslösen, wenn du den Wunsch hast, mehr davon zu hören, mehr davon zu erfahren, mehr zu fühlen, dann bitte ich dich, gib mir deine Stimme. Denn mit deiner Stimme ermöglichst du es mir, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Unternehmen zu helfen und vielleicht auch dir und deinen Bekannten und Freunden. Denke an die Menschen, die so begeistert waren und so glücklich aus Japan zurückgekehrt sind. Das muss doch das Ziel sein, diese Begeisterung bei den Kunden und unseren Mitmenschen zu erreichen. Dann geht es uns doch allen besser. Wir sind erfolgreicher und damit glücklicher. Stimmst du mir dazu? Weil jede Veränderung mit dem ersten Schritt beginnt. Mein Schritt soll es sein, hier auf diese Bühnen hier der Welt zu gehen. Und dafür benötige ich deine Stimme. Stimme jetzt hier unten auf der Seite ab und klicke unten auf den Link hier Stimme abgeben. Du wirst dann auf die offizielle Seite von Germany's Next Speaker Star mit meinem Kurzbewerbungsvideo kommen, dieses Mal über japanische Positionierung. Darauf wirst du weitergeleitet, wo du dich dann mit deiner E-Mail-Adresse eintragen kannst und für mich abstimmen kannst. Jetzt bitte hab keine Angst. Der Veranstalter sichert zu, dass du keine Werbung bekommst, wenn du es nicht willst. Das Abstimmen gilt nur für die Kandidaten. Das steht auch so nochmal ausdrücklich klar und deutlich da. Auch ich bekomme deine E-Mail-Adresse nicht. Versprochen, es wird nichts Schlimmes passieren. Im Gegenteil, du kannst mit deiner Stimme sogar noch etwas Gutes tun, denn für jede bestätigte Stimme wird ein Baum gepflanzt und den kannst du sogar personalisieren. Also zum Beispiel mit deinem Namen versehen. Du tust also in jedem Fall etwas Gutes. Und so wie ich es gesehen habe, bekommst du zusätzlich noch ein Dankeschön-Geschenk vom Veranstalter. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir für deine Stimme. Dein Birger. Und verabschieden tue ich mich japanisch.